Ich zeige uns heute ein Fundstück von ganz herausragender Geschichtserzählqualität, das uns die schlimmsten Seiten des Menschen zeigt, den Krieg, und die schönsten und besten Seiten, nämlich die Liebe. Es handelt sich um einen völlig ungewöhnlichen Gegenstand vom Arsenalplatz bei Wittenberg, den wir bereits schon kennengelernt haben. Der Arsenalplatz von Wittenberg wird ja im Siebenjährigen Krieg zerschossen und ist bis ins 20. Jahrhundert unbebaut geblieben. Und vor wenigen Jahren wurde er bebaut und bei den archäologischen Grabungen wurden fantastische Dinge gefunden. Vor allem gab es dort häufig eine sehr gute organische Erhaltung. Und in einer Grube bei einer großen Eckbebauung, also bei einem großen Eckhaus aus dem 16. Jahrhundert, das dort zerstört wurde, fand sich in einer Grube dieser merkwürdige Gegenstand. Und der Kundige weiß, dass es sich hier um ein sogenanntes Falzbein handelt. Falzbeine wurden von Buchbindern verwendet und sie waren so wichtig für die Buchbinder und so persönlich intim, dass jeder Buchbinder in dieser Zeit das Falzbein wohl um den Hals hängen hatte. Wir sehen hier also eine Durchbohrung, an der dieses Falzbein aufgehängt wurde. Ein Falzbein wird gebraucht, um Papier zu falten und dann zu falzen, von innen und von außen, also eine Tätigkeit, die der Buchbinder permanent machen muss. Deshalb ist so ein Falzbeil sicherlich etwas, was der Buchbinder täglich dauernd in der Hand hat. Und man sieht an diesem Falzbein auch, dass es unheimlich glänzt, so als wäre es Tausende von Malen benutzt und durch die Benutzung poliert worden. Was dieses Falzbein so außergewöhnlich macht, ist, dass wir das Falzbein datiert haben. Die Grube selbst war schon spannend, denn sie hatte fantastische polychrome Ofenkacheln und verschiedene andere Funde. Die Ofenkacheln zeigten uns einen herrschaftlichen, reichen Haushalt, zeigten also, dass Buchbinder genauso wie Buchdrucker in dieser Zeit sicherlich zu den bestverdienenden Menschen gehörten. Aber vor allem zeigt uns das Falzbein, ich sagte es bereits, durch die Jahreszahl, das Jahr der Deponierung. Und zwar steht hier, man kann das sehr, sehr gut lesen, 1547. Und 1547 ist ein ganz besonderes Jahr. Wir werden noch darauf kommen. Wir sehen hier eingeritzt auf dieser Seite F und E, das dürfte die Besitzermarke sein. Und wenn wir die Buchbinder in Wittenberg durchsehen, dann finden wir einen Franz Eichhorn in dieser Zeit aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, der genau dort produzierte. Und wir gehen davon aus, da wir relativ gute Bücher über in Bezug auf die Bevölkerung haben und gute Grundbücher, gehen wir davon aus, dass es sich um diesen Franz Eichhorn handelt. Und dieser Franz Eichhorn hat seinen Namen auch auf der Rückseite verewigt, und zwar hier mit einem F. Und hier dazwischen ist ein Herz mit einem Pfeil, der das Herz durchbohrt, ein Zeichen, das seit der Renaissance für Liebe, erfüllte und unerfüllte, erträumte Liebe steht. Und am Ende steht E, aber das dürfte dieses Mal nicht Eichhorn meinen, sondern eher die von ihm angebetete, deren Namen wir natürlich nicht kennen. Und dass die Liebe wahrscheinlich oder möglicherweise nicht erfüllt war oder überbordend war, zeigt uns hier diese Narrenschelle, die der Autor durchaus gekonnt in wenigen Strichen auf dieses Falzbeil gezeichnet hat. Er konnte sich sicher sein, dass keiner das entschlüsseln kann, denn dieses Liebeszeichen, dieses Herz mit dem Pfeil, das trug er ja so, und das Besitzerzeichen, das hing so, denn das Falzbeil hing so um seinen Hals, als Gegenstand, den er täglich benutzte, wie wir an den Abnutzungsspuren sehen. Ich hatte Ihnen versprochen, dass sich dieser Gegenstand in die große europäische Geschichte einordnet, und das tut er in der Tat. Denn zum einen ist es so, dass Wittenberg zur wichtigsten Stadt für Drucker und Buchbinder wurde. Das liegt an der Reformation, an Martin Luther. Erasmus von Rotterdam klagt, dass man keinen Buchdrucker mehr findet, weil alle Buchdrucker in Wittenberg seien und dass es sehr schwer sei, Bücher drucken zu lassen.
Die Protestanten hatten als erste das Massenmedium als ideales Medium zur Verbreitung ihres neuen Glaubens entdeckt, während die Katholiken noch von Tizian und Dürer und Grünewald, etwa der Kardinal Albrecht in Halle, fantastische Bilder malen ließen, die heute zur Weltkunstgeschichte gehören, setzten die Wittenberger mit Granach und seinen Flugblättern, vor allem aber auch mit seiner seriellen Produktion von Ölbildern und protestantischen Porträts, Reformatorenporträts, auf den Massenmarkt. Das heißt, Granach prägte unglaublich viele ikonische Bilder, die die Idee des Protestantismus weit in die Welt hinaustrugen. Diese Reformation durch Luther war aber absolut vor dem Ende. Ein Jahr nach dem Tod des Reformators 1547, genau in dem Jahr, in dem dieses Falzbeil sozusagen bezeichnet wurde. Sie war deshalb am Ende, weil die Schlacht von Mühlberg verloren ging. Der Kurfürst Friedrich verlor gegen Karl V. die Schlacht bei Mühlberg, eine katastrophale Schlacht für die Protestanten, die dort unterlagen. Die Stadt Wittenberg verlor die an ihr seit Rudolf II., also dem 14. Jahrhundert, haftende Kurwürde. Wir sehen, das Falzbeil von 1547 ist in einer bewegten Zeit graviert und gemacht worden. Wann es letztendlich in den Boden kommt und wie lange es benutzt wurde, können wir nicht sagen. Das Haus wurde sozusagen dort abgeräumt und das Inventar kam wenig sorgfältig in den Boden. Ob das nach dem Tod von Franz Eichhorn geschah oder ob das vielleicht noch zu seinen Lebzeiten geschah, etwa weil man erweiterte oder neu baute, das lässt sich heute natürlich noch nicht sicher sagen. Vielleicht ist es möglich, das festzustellen, wenn die Grabungen dort im Detail ausgewertet sind und wir alle Daten vernetzt haben. In jedem Fall sehen wir, auch die Nachgrabung in einer einfachen Siedlungsgrube lohnt sich aufs Äußerste und selbst mit so einfachen Gegenständen wie diesem Falzbeil hier können wir das menschliche Leben, Liebe, Sehnsucht, den Beruf, aber auch eine Medienrevolution, gleichzeitig aber auch ganz große Geschichte einfangen. Und das ist es, was materielle Kultur so spannend macht und was die Entdeckungen der Archäologie so spannend macht. Mir persönlich als Museumsdirektor ist dieses Falzbeil als Fund lieber als der Goldbarren mit 1 Kilo Gold, der mir nichts sagt, außer einen hohen Wert verkörpert. Dieses Falzbeil verkörpert das Leben von Menschen, über die wir sonst nichts wissen. Und es zeigt uns, dass Menschen zu allen Zeiten von den gleichen Bedürfnissen angetrieben wurden wie wir heute.